Und zugeschaltet ist mir jetzt der CDU-Politiker Achim Brötel. Er ist Präsident des Deutschen Landkreistages. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Landrat im Neckar-Odenwald-Kreis. Welche Erfahrungen machen Sie denn mit den Einbürgerungen? Wir haben ganz ähnliche Erfahrungen auch in einem ländlichen Landkreis. Bei uns hat sich die Zahl der Einbürgerungsanträge auch verdoppelt, aber natürlich nicht ausschließlich als Folge des neuen Rechtes, das ja erst seit Sommer diesen Jahres gilt, sondern da spielt auch eine Rolle, dass ganz viele, gerade zum Beispiel syrische Familien, die bei den ersten waren, die 2015 gekommen sind, inzwischen die 8 Jahre, die nach dem alten Recht erforderlich waren, rum haben und damit bei uns eingebürgert werden können. Sie sagen ja auch, Berlin beschließt und wir sollen dann die Zeche zahlen. Man muss sagen, es gab ja im Vorfeld Warnungen an Berlin, an die Bundesregierung, unter anderem von Ihrer Partei und von den Landkreisen. Warum wurde diese Kritik nicht ernst genommen? Was glauben Sie? Ich denke, man hört im Moment ohnehin zu wenig auf die kommunale Seite. Also Tatsache ist, wir müssen gerade in unseren Ausländerbehörden die große Welle an Migrationsgeschehen bewältigen. Insofern kommt diese Reform des Einbürgerungsrechts jetzt eigentlich zur Unzeit. Sie führt natürlich dadurch, dass sie die Wartezeiten verkürzt, erwartungsgemäß auch zu einer deutlichen Steigerung der Antragszahlen. Wir brauchen dafür zusätzliches Personal, das wir im Moment nicht haben, das wir im Moment auch nicht bekommen auf dem Markt. Und das führt natürlich auch zu Kosten bei uns, weil diese Kosten ersetzt uns Stand heute niemand. Das heißt, wir erfüllen eine staatliche Aufgabe, aber wir zahlen am Ende die Zeche dafür. Ja, sollte die Union die nächste Regierung stellen, im Moment deutet ja alles darauf hin. Glauben Sie, diese Reform wird dann wieder rückgängig gemacht oder diese Zeit zur Einbürgerung geändert? Ich glaube persönlich nicht, dass es wieder rückgängig gemacht wird. Man muss sich aber auch ehrlich machen in dem Bereich. Also eine Einbürgerung ist ja kein Ticket, keine Eintrittskarte, die ich irgendwo löse, sondern das ist das Ergebnis, das Resultat, der Abschluss eines erfolgreichen Integrationsprozesses. Die Krönung dieses Integrationsprozesses, sowas braucht einfach auch Zeit. Da geht es auch um Emotionen. Und ich finde, wir müssen auch schon genau hingucken, wen wir einbürgern. Ich möchte am Ende des Tages nicht den ersten IS-Terroristen eingebürgert haben. Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass genau hingeschaut wird bei den Einbürgerungen? Werden hier die Richtigen eingebürgert? Wir schauen in der Tat im Moment genau hin, deswegen werden da die Bearbeitungsdauern länger. Und ich glaube auch, dass das schon richtig ist, dass man das sehr genau prüft, weil das doch ein ganz entscheidender Akt ist, der da stattfindet. Einer übrigens, bei dem ich mir selber oft die Frage gestellt habe, wie würde ich mich eigentlich selbst verhalten? Wenn ich jetzt beruflich im Ausland wäre, würde ich diesen Schritt gehen? Das ist schon ein beachtlicher Vertrauensvorschuss, den auch diese Menschen uns zubilligen. Und auch dafür braucht man Zeit. Welche Aspekte werden denn da genau beleuchtet? Sie haben gesagt, wir schauen genau hin. Bei welchen Aspekten weisen Sie auch die Behörden dazu an, genau hinzusehen? Es geht um Sprachkenntnis, es geht aber auch natürlich um das Wertegerüst unseres Grundgesetzes. Wer Deutsch oder Deutscher werden will, muss sich auch aktiv zu diesem Wertegerüst bekennen, muss sich freimachen von jeglichen extremistischen Bestrebungen, Tendenzen und Gedanken. Und sowas müssen wir schon sehr genau prüfen, bevor wir dann tatsächlich sagen, ja, wir wollen diese Frau, diesen Mann in unsere Gemeinschaft mit aufnehmen. Achim Brötel, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich.